8 Jahre ist es her, dass er eine Spenderniere bekam. Die Geschichte von Max aber fängt schon viel früher an. Das war bei einer Kontrolluntersuchung während meiner Schwangerschaft bei meinem Gynäkologen. Der hat Ultraschall gemacht und da hat er festgestellt, dass was nicht stimmt. Da bist du noch beatmet worden. Deine ganzen Ableitungen, wo sie gemacht haben, mit den Schläuchen, Beutel und so weiter. Was hast du damals gedacht, als du mich das erste Mal so gesehen hast? Ich hatte wahnsinnige Angst, dass du das alles überlebst. Als wir dann die Diagnose hatte für den Max, da ist erst mal die Welt zusammengebrochen. Klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ich habe vielleicht ein behindertes Kind. Wie soll es dem ergehen? Über die Jahre, ja? Solange ich da bin, ist einer da, der kann dafür sorgen. Ja, bin ich nicht mehr da, wer sorgt dann? Wie wird das weitere Leben werden, wenn? Ja. Ja, das war's. Das war eigentlich das Hauptsache. Wie geht's weiter? Man fragt sich halt, warum ich, warum wir, wieso. Ja. Wir hatten 2 Namen zur Auswahl. Maximilian Maximilian und Marius. und Marius. Er hat gesagt, also, der heißt Maximilian. Der muss kämpfen. Er muss stark sein. Fische haben Nieren, also kann es schon sein, dass die jetzt irgendwie einfach kaputt sind. Dann kann man denen nicht helfen. Entweder man lässt sie und wartet, bis sie sterben, oder man spült sie das Klo runter, damit sie gleich tot sind. Ich bin froh, dass ich ein Mensch bin und dass die Dialyse mir hilft. Und, wie war's? Gut? Ja. Ich bin 13 Jahre alt, bin seit meiner Geburt nierenkrank und seit einem Jahr gehe ich 3-mal in der Woche an die Dialyse. Was die Nieren von Max nicht mehr können, erledigt die Maschine. 4 Stunden lang. Mit Hin- und Zurückfahren ist der Nachmittag futsch. An manchen Tagen bin ich ganz komisch, da will ich eigentlich gar nicht hierher. Da habe ich auch gar keine Laune und dann sehe ich ein, dass ich hierher muss, weil es mir danach besser geht. Die Pumpe dreht sich und nimmt mein Blut durch die Schläuche, dann durch den Filter. Dann kommt hier oben sauberes Blut wieder raus, gewaschenes Blut. Das geht dann durch den ganzen Schlauch, hier durch wieder in den Katheter rein und gibt es meinem Körper. Und die Maschine wäscht das Blut, macht sauber mein Blut. Stirbt jemand, der seine Organe spenden wollte und stimmen die Werte mit denen von Max überein, wird eine Transplantation möglich. Hallo? Anrufe sind seit einem Jahr für Max etwas ganz Besonderes geworden. Dann zucke ich zusammen, weil ich denke, es könnte jetzt eine Niere sein. Aber wenn es jetzt nicht so ist, bin ich jetzt auch nicht traurig. Aber dann warte ich halt aufs nächste Telefon. Also meine ganze Familie ist da nervös und die hoffen auch alle, dass ich so schnell wie möglich eine Niere bekomme. Ich packe mir schon mal einen Koffer, falls ich ein Nierenangebot bekomme, damit wir gleich los können. Das Dialyse, da kann ich auch 10 Jahre auf eine Niere warten. Mir geht's trotzdem gut, aber so lange will ich natürlich nicht warten.
Wartezeit ist auf eine Niere so ein und ein halbes Jahr. Muss man mindestens warten. Das kann dann durchaus sein, wenn ich damals vor 7 Jahren nicht transplantiert worden wäre, dass ich heute noch an der Dialyse wäre. Das ist durchaus denkbar. Bei Max waren an der Harnröhre Hautlappen gewachsen und das hat halt beim Pinkeln den Urin gestaut. Das konnte nicht raus und das war die Ursache für die Nierenstauung. Es stand damals schon fest, dass er irgendwann eine Niere braucht, dass er transplantiert werden muss. Er hat mit Sicherheit gelitten, aber der hat es uns zumindest versucht, nicht zu zeigen. Aber ja, der Gedanke an der Dialyse war eigentlich immer, ja, ich sitze jetzt hier, sitze meine 4 Stunden ab, die sich manchmal gezogen haben. Und während ich halt weiß, meine Freunde, die machen jetzt was zusammen. Man merkt halt schon, dass man in seiner Freiheit und in seinen Handlungen, die man so eigentlich normalerweise machen würde, schon sehr begrenzt ist. Er musste immer Opfer bringen, sag ich mal. Die Zeit ist ja nicht nur die er in der Klinik verbringt, an der Dialyse, sondern hin, zurück, müde, kaputt. Belastet ja so ein Kind schon. Die Mutter, die hat lange gelitten und leidet auch heute manchmal noch, wenn irgendwas ist. Das ist immer in einem drin. Also wenn das Telefon klingelt, wenn der Max anruft und es ist jetzt nicht irgendwas ausgemacht und dann ist es nach wie vor, dass die Mutter da Angst hat. Dann Ende Januar 2020 auch noch das. Ein Virus erreicht Deutschland. Corona. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, was kommt da jetzt wieder auf uns zu? Der erste Gedanke war natürlich ein Max, weil er ja Hochrisikopatient ist. Max ist Bürokaufmann in Darmstadt. Seit 10 Monaten ist er im Homeoffice. Ja, also ich bin natürlich schon im Vergleich sehr isoliert. Ich treffe mich nur noch mit einer Handvoll Freunden, die ich auch wirklich 1- bis 2-mal in der Woche sehe, wo ich auch weiß, okay, die waren jetzt nicht unter Menschenmassen. Ich vermeide Menschenmassen, ich gehe nicht in die Stadt, ich gehe nicht einkaufen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich muss halt einfach vorsichtiger sein als andere. Ähm, 146:93. Ich habe mal einmal gesagt, du doofe Niere, warum muss ich dich unbedingt haben, warum nicht jemand anderes? Und ja, das fand ich dann richtig doof und da war ich richtig wütend. Warum ich, warum nicht jemand anderes oder aus der Familie oder so, aber ja. Aber das habe ich nur einmal gemacht, als ich sehr wütend war, aber danach war ich nicht mehr so wütend, aber geholfen hat es mir nicht wirklich. Ich muss viele Medikamente nehmen, dann gibt es Nebenwirkungen. Ich habe vielleicht nicht die Ausdauer, die ein anderer hat. So denke ich schon, dass das mich behindert. Wenn man will, dass überhaupt nichts passiert, dann dürfte ich nicht raus. Dann könnte ich mich hier zu Hause einschließen, in Watte komplett alle Kontakte abbrechen, wenn ich Angst hätte, dass irgendwas passiert, weil ein Risiko ist niemals auszuschließen, ein Risiko ist immer da.
Als Hobby habe ich angefangen mit 5 Jahren, weil ich nicht so gut laufen konnte als kleiner Junge. Als ich 3 war, bin ich schon mit einem Bobbycar mehr gefahren als gelaufen. Ich will später mal, wenn Formel 1 fahren, also ich will mal richtig Rennwagen fahren und da habe ich schon alle haben eigentlich mit Kartfahren angefangen. Und so will ich es auch machen. Also erst Kartfahren, dann, wenn es sich alles ergibt, würde ich schon gerne mal in einen Rennwagen steigen. Urlaubsplanung 2012. Und dann haben wir da die Möglichkeit nach Innsbruck. Aber wohin dort zur Dialyse? Ungefähr 90 Kilometer bis hin. Wir frühstücken erst morgens zusammen und gehen dann zur Dialyse. Dann hast du dort dann das Mittagessen, dann sind wir abends dann wieder zurück. Wir haben geplant, im Januar nächsten Jahr in Skiurlaub zu fahren. Und wir bräuchten dann einen Dialyseplatz für den Maximilian. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, das nächste wäre Innsbruck für uns. Und da müssten Sie vielleicht kurz abklären, ob ein Platz frei ist. Die Termine wären Montag, Mittwoch, Freitag, 7., 9. und 11. Wenn es nicht passt, kann es auch sein, dass wir den Urlaub verlegen müssen. Ja. Dass wir das dann abändern und dort anrufen. Ja. Probieren wir, warten wir einfach mal ab, wie es ausgeht. Ich freue mich auf Skifahren. Ich will auch unbedingt mit. Will auf jeden Fall mit Skifahren, nicht hier bleiben. Der Maxi ist bekannt dafür, dass der uns immer die Softgetränke wegtrinkt. Der trinkt das Zeug literweise. Wir haben vorhin, als wir es gekauft haben, einen Scherz gemacht. Der Maxi hat eine Trinkgeschwindigkeit von 1 LM, 1 Liter die Minute. Der pumpt hier das Zeug weg. Deswegen kaufen wir auch immer viel, damit wir auch noch was übrig haben. Also frustrierend war es schon, also als ich 16 geworden bin, wo man gerade so anfängt, jetzt darf man Bier trinken, jetzt darf man Sekt trinken und da dann halt zu sagen, okay, also ich meine, ich hab's ja probiert und habe dann aber schnell gemerkt, okay, das ist nichts für mich, ich vertrag's nicht und es ist auch nicht gut in den Kombinationen mit den Medikamenten und dann war ich da schon ein bisschen frustriert, dass meine Freunde, mit denen ich dann feiern war, halt alle schön getrunken haben, ihren Spaß gehabt haben. Er kann halt nicht so viel trinken wie die anderen, weil er halt ein bisschen aufpassen muss, aber der weiß ja auch, wie Alkohol schmeckt. Ich habe mich auch ausprobiert, aber habe halt mit 16 halt auch schnell gemerkt, ja auch Geburtstag gefeiert mit ein paar Freunden, das Cola-Bier, wir haben uns Bier vom Fass gehabt und haben da Cola rein. Habe ich so ein Glas, 0,3 getrunken, war der Abend für mich gelaufen. Das war sehr lustig. Hast du deine Medikamente schon genommen? Wie viel Uhr ist es? Ja, heute Abend noch 10 nicht. nach 8. Habe ich jetzt nicht so dran gedacht. Nee, geht damit. Wenn ich das mal eine halbe Stunde vergesse, ist das nicht schlimm. Wenn es 2 Stunden sind, dann ist es schon eher problematisch. Dann müsste ich bei meinem Arzt anrufen und sagen, ich habe meine Medikamente vergessen, was soll ich denn machen? 8 Tabletten musst du das immer nehmen, ja. Richtig. Das ist schon relativ viel. Es ist so, dass du jetzt ja 1 Jahr an der Dialyse bist und damit 1 Jahr Wartezeit hast. Was aber heißt, dass es ein Mittel ist. Also einige Kinder werden viel schneller transplantiert, andere müssen aber auch viel länger warten. Meine Mama, die hat halt immer das Handy neben ihr an ihrem Nachttisch, dass sie gleich griffbereit ist. Und dann geht's auch schnell, dann weckt sie mich auf und sagt, Koffer, schnell. Aber du hast einen Koffer gepackt? Ja,
Gut, und dann kommt ihr hierher. Und wichtig ist, dass du dann erstmal nichts isst und trinkst, weil wir hoffen, dass dann auch möglichst schnell die OP ist. Ist es? Ich gehe. Oh, nö. Ist der dann? Dann ist 2 Stunden. Dann ist mir zu lang. 2 Stunden sind hier 20 Jahre. Ich hatte ja schon immer keinen gesunden Bruder und ich kenne das ja gar nicht anders. Meine Schwester war auch, wenn was war, immer für mich da. Ich konnte immer zu meiner Schwester, wenn es ein Problem gab, wenn mal irgendwas war, mir es nicht gut ging oder ich halt irgendwie mal mental so ein bisschen Zusammenbruch hatte, weil ich jetzt wieder nach Heidelberg muss, weil ein Harnwegsinfekt. Da war meine Schwester natürlich immer für mich da, aber ja, meine Schwester musste schon viel zurückstecken wegen mir. Ich kenne das ja gar nicht anders und ich habe dann aber immer trotzdem noch einen Ausgleich bekommen, so von Mama, Papa. War nicht so tragisch. Ja, wenn irgendwas mit Max war, ist die ganze Familie gesprungen, ja. Da blieben mal alles stehen und liegen. Und da gab es auch mal, wo sie vielleicht gern was gehabt hätte, wo es einfach nicht ging, ja. Aber sie hat es akzeptiert und sie hat sich da damit arrangiert. Dass sie sich mal beschwert hätte, das hat die nie gemacht, die Anna-Maria. Die war immer loyal. Ich kannte es ja nicht anders. Es war ganz normal. Die haben wir auch mal vergessen. Ging auch. Ist sie zum Nachbar, hat sich was zu essen geholt. Die waren oft im Krankenhaus gewesen und dadurch war halt, ja, die waren halt immer weg. Also ich wusste zwar, ja, ich habe eine Nierenerkrankung und ja, ich muss Medikamente nehmen, aber ich habe mir da nie weiter was denken können, was das mal für mein späteres Leben aussagt und wie mein Leben mal verlaufen wird. Das habe ich damals einfach noch nicht verstanden. Max' unreine Haut ist eine Nebenwirkung der Medikamente. Die nimmt er, um eine Abstoßung der Spenderniere zu verhindern. Auch Zittern gehört dazu. Und das ist noch nicht alles. Wenn ich pinkel, kann ich meine Blase nicht komplett entleeren, also es bleibt immer ein gewisser Resturin in meiner Blase. Durch diesen Reflux kann es passieren, dass der Urin, der dann noch in meiner Blase ist, wieder durch die Harnleite zurück in die Niere läuft. Um das zu verhindern, muss ich 3 bis 4 Mal am Tag katheterisieren. Ja, und das ist dieser Katheter, den ich mir dann durch den Penis bis in die Blase schiebe. Und das ist auch dieses ganze Stück, was da dann drin sein muss. Und das zieht dann den Urin aus der Blase raus. Eine Krankenschwester kam damals extra zu ihm nach Hause, um Max zu erklären, wie das geht. Mit dabei Katheter in allen Größen. Da dachte ich, ja, ich kann den dünnsten und den kleinsten nehmen, dann tut es nicht so weh, weil ich mir schon vorgestellt habe, ohne es ausprobiert zu haben, dass das nicht wehtun kann. Dann war es aber, nee, das ist für kleine Kinder, du musst die und die Größe nehmen. Und dann bin ich hier auf die Toilette gegangen, habe das probiert, habe es nicht hinbekommen, weil dieser Schmerz so intensiv war für mich damals als 12-, 13-Jähriger. Und da habe ich es nicht gemacht und habe gesagt, nee, das mache ich nicht, das könnt ihr vergessen, das werde ich nie machen. Früher fährt Max jedes Wochenende Rennen. So, bin ich wieder. Stehst du auf 3? Ja, hab ich gewusst. Der Joel ist Erster. Ja. Du bist jetzt auf 3, das heißt, du stehst direkt hinterm Joel. Machst einen guten Start, dann bist du Minimum Zweiter, bleibst am Joel dran, gibst nochmal alles jetzt, guckst auf die Linie und so weiter und dann kannst du auch gewinnen, Maxi. Jetzt liegt's an dir. Schön Vollgas geben, dass es losgeht. Ja. Nicht so viel Schwung verlieren. Hier an die Kurve denken, die ich dir erklärt habe.
In der Gesamtwertung wird Max Zweiter. Schon bald wird er die Rennfahrerei an den Nagel hängen. War für uns beide schon schwer zu sagen, okay, wir hören jetzt auf. Aber ich glaube, meinem Papa ist es immer ein bisschen schwerer gefallen, dass ich jetzt gesagt habe, das war's jetzt erstmal, weil es ja doch viel Zeit war, die wir zusammen da rein investiert haben und viele schöne Momente dabei entstanden sind. Ich habe halt einfach gemerkt, auch mit der Transplantation, ich habe nicht mehr die Kraft. Ich habe nicht die Kraft von jetzt jemandem, der keine Beeinträchtigung hat. Ich muss viel mehr trainieren, damit mein Körper auch den Kartsport mitmacht, auch diese G-Kraft, die da auf einen wirkt, wenn man im Kart sitzt. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist mir auf Dauer zu anstrengend. Das war natürlich schon ein emotionaler Moment für mich und ist mir auch nicht leicht gefallen, aber im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Aus dem Skiurlaub wurde nichts. Nirgendwo in der Nähe gab es einen Platz für die Dialyse. Mama und Anna-Maria fahren allein. Max bleibt mit Papa zu Hause. Tschüss, mein Schatz. Du bist jetzt wieder ins Bett. Mhm. Eigentlich für eine Marke? Hä? Was fährst denn du für eine Marke? Hä? Der Tag, an dem ich transplantiert wurde, der 18.01.2013, das ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Datum für mich, weil ich an dem Tag ja meine Niere bekommen habe. Und das wird natürlich für immer in meinem Leben ein wichtiges Datum sein. Heute Morgen, hat meine Mama mich geweckt, wie immer. Da habe ich erst gedacht, oh nee, schon wieder Schule. Dann muss ich schon aufstehen und dann hat sie gesagt, dass eine Niere gekommen ist und da habe ich mich natürlich richtig gefreut, auch obwohl ich müde war. Und dann sind wir um 7:30 hier in die Kinderklinik gefahren, haben ganz normal Dialyse gemacht. Ich war so überwältigt, dass ich gar nicht so wirklich sagen konnte, was jetzt um mich rum war. Ich habe nur gewusst, ich bekomme jetzt gleich eine Niere, ich bekomme jetzt gleich ein Transplantat, danach wird mein Leben anders. Ich kann mich auch erinnern, es war damals so, die haben mich dann in den OP geschoben und dann war kurz vorm OP, kam dann die Schwester, die wollte die Akte haben und dann war irgendeine Unterlage. Also ich habe das damals auch gar nicht so, irgendwas war nicht da und da habe ich richtig Angst bekommen, dass ich jetzt das Transplantat nicht bekomme, weil diese eine Akte fehlt. Und da habe ich auch angefangen zu weinen, weil ich halt wirklich gedacht habe, dass mir das jetzt irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann hat aber die Schwester, nee, die Transplantation geht, das ist gleich da. Durch die Transplantation habe ich einfach eine Chance auf einen Neuanfang bekommen, ein neues Leben und vor allem ein freieres Leben als vorher. Als ich aufgewacht bin, da habe ich nur so ganz schwach noch zur Mama gesagt, endlich geschafft. Und dann, ja, jetzt bin ich froh, wenn ich dann hier alles gut
überstehe, damit ich danach gleich schon wieder dann in die Schule kann. Also dass mir jetzt nicht dann, wenn ich dann zu Hause bin, dass es dann auf einmal wieder schlechter wird. Also ich hoffe, dass es gut wird und gut bleibt. Nach der Transplantation, ich glaube 1-2 Monate nach der Transplantation, hatte ich eine erste kleine Abstoßungsreaktion. Ich habe gedacht, jetzt geht wieder alles von vorne los. Hast du viel durchgestanden, viel gemacht. Der Bub hat viel gelitten. Dann hoffst du natürlich auch, dass es gut geht. Wenn du dann sowas hörst, Abstoßreaktion, hast keine Ahnung. Okay, wenn die Niere jetzt abgestoßen wird, dann sitze ich wieder an der Dialyse und abzusehen, wie lange ich dann an der Dialyse sitze, das kann keiner sagen, weil es halt doch auch ein sehr großes Glück war, dass ich den Anruf bekommen habe, dass ein eventuell passendes Transplantat da ist. Das alles sind Medikamente, die verhindern, dass dein Körper deine neue Niere abstößt. Ne? Das ist ja das wichtigste Ziel, dass deine Niere so lange wie möglich und so gut wie möglich hält. Ja? Ich gehe davon aus, dass es früher oder später, hoffentlich später, durchaus der Fall sein kann, dass ich nochmal in die Dialyse muss. Und ich weiß ja, was auf mich zukommt. Es wird so ausgegangen, so 25 Jahre, und es wird auch gesagt, wenn so die ersten 7 Jahre rum sind und da jetzt keine großartigen Probleme vorhanden waren, dann ist es schon mal ein sehr gutes Zeichen. Oder du hast Pech und die Niere ist auf einmal, sagt so, okay, geht nicht mehr, will nicht mehr, wird abgestoßen, das kann ich halt nicht voraussagen. Sie haben einen roten Blutfarbstoff von 14,9. Das ist optimal, besser kann es gar nicht sein. Immer der Kernpunkt, wie gut ist es natürlich mit Ihrem eigenen Genpool in der Übereinstimmung. Und ich glaube, da haben Sie wirklich viel, viel Glück. Also von dem her haben Sie jetzt hier wirklich ein sehr, sehr gutes Organ erwischt. Ich lebe mein Leben und gehe immer vorwärts und lebe im Moment und nicht in der Vergangenheit und auch nicht so weit in der Zukunft. Das erste Mal nach Hause gekommen, 27. März. Immer noch mit deinen Beuteln. Wenn ich jetzt da nicht das Baby wäre, sondern derjenige, wenn mir jetzt jemand ein Baby geben würde, was da überall Schläuche hätte, ich hätte, glaube ich, Angst, dass ich dem Kind wehtue. Für alle war das ungewohnt. Die wussten da erst nicht, wo kann man hinfassen. Ohne was kaputt zu machen. Ohne was kaputt zu machen. Erster Geburtstag. Spät wie immer. Nicht gelaufen. Da warst du zufrieden. Wer hat das alles zusammengeschafft?